Sozialwissenschaftler haben erkannt, dass Amerikaner Pfirsiche und Deutsche Kokosnüsse sind. Heute erzähle ich euch, warum der Amerikaner oft für Deutsche oberflächlich und warum wir als Deutsche für Amerikaner unhöflich erscheinen. Es gibt mehrere anerkannte wissenschaftliche Studien dazu und dann wirst du auch verstehen, warum du eine Kokosnuss bist. Mein erstes Video dazu übrigens, ob Amerikaner oberflächlich sind, hatte ich in 2016 veröffentlicht und bin da erstmals darauf eingegangen. Amerikaner sind oberflächlich. Sobald ich das übrigens höre, fällt mir sofort auf, die Aussage an sich ist ja auch oberflächlich. Aber sind die Amerikaner wirklich oberflächlich? Schaut euch gerne das Video dazu ein, Link gibt es in der Beschreibung. Einhergehend mit der Frage, wieso Amerikaner für uns so oberflächlich erscheinen, gibt es eben die Pfirsich-Kokosnuss-Studie. Eine der bekanntesten Studien ist von dem niederländischen Autor Tom Pernaes und dem britischen Wissenschaftler und Philosophen Hampton von der University Cambridge. Beide sind Forscher im Bereich interkulturelle Kommunikation. Erstmal so ein kleiner Exkurs. Jede Kultur hat ihre eigene Art und Weise. In der Sprache, im Umgang, geprägt durch die Erziehung und Traditionen des Landes. Doch es ist auch so, dass jeder Einheimische erstmal davon ausgeht, dass seine Kultur die einzig wahre ist. Die Frage ist ja, warum aber liebt jeder sein eigenes Heimatland so sehr? Auch das wurde untersucht, zum Beispiel vom französischen Philosophen und Geschichtswissenschaftler Renan. Der erklärt das nämlich so: Unser Heimatland prägt uns nicht nur, weil wir dort geboren sind, sondern hat eine viel tiefere Bedeutung. Was ist so das stärkste Gut und höchste Ziel des Menschen? Ja? Weißt du die Antwort? Jetzt wirst du sagen, Essen, Schlafen. Wenn du jetzt doch sagst, Fortpflanzung, kommst du der Sache schon ganz nah. Das wissen wir im Grunde. Aber es gibt noch eine Ebene höher, nämlich das Überleben. Guck, in jungen Jahren leben wir oft in Angst und Verwirrung, ja? Weil wir eben noch so hilflose Küken sind und eigentlich keine Ahnung haben, wie man alleine überlebt. Unsere Umgebung liefert uns Sicherheit und Geborgenheit. In erster Linie natürlich die Eltern. Und diese Erinnerungen an diese frühe Kindheit sind mit Überleben verbunden. Es hat also nichts damit zu tun, hat es mir gefallen oder nicht gefallen, sondern habe ich überlebt oder nicht überlebt. Wir verbinden mit unserem Heimatland also den höchsten Grundstein, nämlich das Leben an sich. Geprägt durch die Liebe auch natürlich zu Mutter und Vater. Und so auch die Liebe zur Umgebung eben. Ja? Deswegen lieben die Menschen in der Regel ihre eigene Heimat, egal wo und welche. Wie ein Vogel den Baum als den Ort der Geborgenheit sehen wird, dort, wo er geschlüpft ist. Okay, kommen wir zu der Kokosnuss. Insgesamt 7 verschiedene Typologien der Kulturen haben diese beiden Wissenschaftler, Tom Pernaes und Hampton, untersucht. Je nach Kultur fällt man also wissenschaftlich unter eine bestimmte Kategorie. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wohin fällt die Deutsche? Deutsche fallen beispielsweise unter die Kategorie neutral. Also dieses Modell hat die Eigenschaft, Emotionen werden eher nicht geteilt, sondern sind unter Kontrolle zu halten. Die beiden Forscher sagen dazu, bei der Beobachtung dieser Kulturen kann der Eindruck entstehen, sie seien kühn oder kalt und rational. Amerikaner fallen unter universal, welches sich folgendermaßen kennzeichnet: Der beste Weg ist immer der richtige Weg. Oft werden diese Kulturen also verfälscht, manipulativ und egoistisch betrachtet. Abgeleitet davon gibt es im Vergleich zwischen Deutschen und Amerikanern die einfache Unterteilung zwischen Pfirsich und Kokosnuss. Hier gilt, dass die Deutschen eine Kokosnusskultur sind. Hart in der Außenschale. Sie lächeln fremde Leute eher nicht an. Ein Gespräch mit Fremden anzufangen ist mit Barrieren verbunden. Und sie können beim ersten Anblick einen unfreundlichen oder gar aggressiven Eindruck hinterlassen. Wenn du jedoch diese harte Schale einmal durchdrungen hast, tendieren sie dazu, loyale und enge Freunde zu werden und akzeptieren dich sogar als Familie. Dazu gehören übrigens auch Russen. Amerikaner dagegen gelten als Pfirsiche. Sehr weich außen, sie sind sehr freundlich zu Menschen, die sie zum Beispiel gerade getroffen haben, lächeln Fremde an, teilen ihre Geschichten und zeigen sich sehr freundlich. Hat man jedoch einmal diese anfängliche Freundlichkeit durchdrungen, stellt man fest, dass sie ihr privates und persönliches Selbst sehr, sehr stark schützen.
Oft hört man beispielsweise bei Pfirsichkulturen, dass sie immer sehr nett und freundlich sind, aber es unmöglich erscheint, Freundschaften mit ihnen zu schließen. Dazu gehören übrigens auch Japaner. Und tatsächlich, der Deutsche an sich betrachtet den Amerikaner als oberflächlich, weil der Amerikaner lacht und auch gerne mit Fremden quatscht. Ja? Und der Amerikaner betrachtet den Deutschen als unhöflich und kalt, weil der Deutsche eben Distanz hält und einen Grund braucht, um jemanden anzulächeln. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. Doch die Wahrheit ist, der Amerikaner ist nicht oberflächlich, sondern ein Pfirsich eben. Und der Deutsche ist eben eine Kokosnuss. Kurzum, der Deutsche ist ein Deutscher und Amerikaner ist ein Amerikaner. Zwei verschiedene Kulturen. Wer hätte das gedacht? Der Amerikaner lächelt also nicht, weil er denkt, er müsse es tun. Das ist von Kindheit so erlernt worden und für ihn ist das die beste Möglichkeit in der Gesellschaft, erfolgreich zu sein und somit auch letztlich zu überleben. Das ist also weder gestellt noch erzwungen, sondern ist reaktiv. Ja? So wie unsere Hände wir dann automatisch nach vorne halten, wenn wir fallen. Reaktion. Also unbewusst und im Kopf eingraviert. Der Amerikaner lächelt und quatscht gerne. Das ist für ihn also ganz normal. Deswegen ist der Amerikaner auch nur dann oberflächlich, wenn du ihn mit deiner Kultur vergleichst. Somit also nur für dich als Deutscher. Und der Deutsche ist kalt und unhöflich, wenn man ihn mit der amerikanischen Kultur vergleicht. Nur für den Amerikaner sieht das aber so aus. Für den Deutschen ist es ganz normal. Wenn ihr nicht Fremde anlächelt, in der Kasse fremde Leute eben nicht fragt, was sie heute kochen, hier in den USA übrigens völlig normal. Ich kann nicht sagen, wie oft ich schon von Fremden befragt wurde, was ich koche und was ich heute vorhabe, wenn ich mal wieder an der Kasse stand. In Deutschland würde man denken, der ist verrückt. Und ich habe da auch meine eigene Meinung gebildet übrigens, nämlich zu der schwierigsten Frage überhaupt. Ja? Na, das ist noch super interessant. Manche Menschen, die zu einer fremden Kultur zuziehen, verändern sich und passen sich an. Andere wiederum, egal wie lange sie in einer Kultur sind, verharren in ihrer eigenen. Kennt ihr das? Das kennt ihr bestimmt. Meine Beobachtung dazu: Das hat auch nicht unbedingt was mit Bildung zu tun. Ich habe die gebildetsten Menschen gesehen, die seit 15 Jahren hier in den USA leben und immer noch stur deutsch sind. Woran liegt das? Das kennt ihr in Deutschland sicherlich auch. Menschen, die sich gerne verändern und sich anderen Kulturen anpassen, sind risikobereiter. Logisch, denn ich hatte erzählt, dass eine Kultur seit der Kindheit eine Überlebensfunktion hat. Somit sind Leute, die mutiger sind und nicht so viel Überlebensängste haben, diejenigen, die sich eher auf andere Kulturen einlassen und ihre eigene hinterfragen. Menschen dagegen, die mehr sicherheitsorientiert sind, die trauen sich nicht, andere Kulturen zu akzeptieren. Denn die eigene Kultur hat bislang für Sicherheit gesorgt und an der möchte man bloß nicht rütteln. Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so denkt. Und so kommen wir auch übrigens zu der Frage, die ich schon vor Jahren gestellt hatte: Sind Amerikaner oberflächlich? Nein, natürlich nicht. Das würde also nur jemand sagen, der die amerikanische Kultur eben nicht kennt oder nicht kennen möchte. Oder aber auch einfach nur nachredet, was er immer so gehört hat. Ja, das gibt es natürlich auch. Und das heißt also nicht, dass der oder diejenige ängstlich ist oder abenteuerlustig, sondern einfach nur, so sagen wir eigentlich in Köln dazu, ein Quasselkopf. Und genau das sage ich demnächst, wenn mir jemand sagt, die Amerikaner sind oberflächlich oder das Lächeln sei aufgesetzt oder das Land hätte keine Kultur. Ey, ich sag dann, du bist ein Quasselkopf. Ach ja, Quellenangaben zu meinen Ausführungen findet ihr unten in der Beschreibung. Bis bald.